Ab jetzt wird alles anders und zwar für mich und für euch und das erfahrt ihr in diesem Video. Das allererste, was sich ändert, ist, dass ich einen neuen Begleiter an meiner Seite habe. Hierfür ein riesen Dankeschön an Freeride Mountain. Let me introduce you to Rosa Lotte. Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that. Genau, das ist Rosa Lotte, das Pivot Switchblade Talon in der Special Edition, auch in der Special Edition pinkne Lackierung. Ich bin so hyped, oder? Das sieht absolut genial aus. Ja, einfach super stoked. Da gibt es, glaube ich, in der Lackierung nur 300 Stück davon. Warum ist das perfekte Bike für mich? Genau, ich durfte es im Freeride Mountain in Schorndorf, durfte ich das Pivot Switchblade schon mal testen und ich bin sofort drauf gestiegen. Für mich vom Trial war ich einfach sofort ultra begeistert über die Wendigkeit. Das macht richtig Freude, das Bike zu bewegen und ein bisschen rumzuspielen mit dem Bike, also mega happy. Das Ganze ist ein Carbonrahmen in der Größe L, damit es ein bisschen die Laufruhe hat. Die Federung wird dann zum Freeriden richtig vollgepumpt, dass das ganze Setup hart ist. Hinten kommt dann noch das 27,5er Laufrad rein in den Mallet, damit die Spielfreude wieder noch mehr zu dem sehr verspielten Rahmen zurückgegeben wird. Aber damit das ganze Bike nicht zu unruhig wird, weil es auch natürlich Carbon noch ist, dann in der Größe L für mich. Ich fahre sonst immer eine kleinere Größe, aber in der Größe L haben wir dann als Mallet uns entschieden, dass es der perfekte Mix zum Freeriden und trotzdem ja, richtig rumtoben auf dem Bike ist. Das Bike hat eben auch eine ganz coole Story und zwar ist es das Bike zum 35. Jubiläum von Pivot und der Gründer hatte eben damals genau ein Bike mit diesem kleinen Männchen hier und ich meine, es hieß damals auch Talon. Aus dem Grund ist das Ganze auch noch ein richtig besonderes Bike mit einer richtigen Geschichte. Und ich glaube, das Ganze krönt die Ära Switchblade so ein bisschen. Genau, ganz kurz zu den Parts. Also wie gesagt, ist der L-Rahmen. Dann hat es eine Fox 36er in Kashima vorne. Ebenfalls Kashima Fox Float Dämpfer. Da auch in Special Lackierung, passend zu dem Bike. An das ganze Bike werden natürlich zu meinen Vorlieben noch Parts dran gebaut. Aber wenn ihr noch einen Bike-Check sehen wollt, lasst mich gerne mal wissen in dem Video. Schreibt es unten rein. Wenn genügend Nachfragen, dann kommt dazu noch ein Bike-Check. Zusammen mit dem Laden Freeride Mountain kommt jetzt auch für die Zukunft noch mal ein bisschen mehr. Und genau, ich glaube, ihr seht es, immer wenn ich das Bike anschaue, muss ich einfach nur grinsen. Perfektes Bike. Und jetzt geht es weiter zu den nächsten Neuigkeiten. Es gibt viele Neuigkeiten in diesem Video. Die zweite Neuigkeit ist, ihr seht schon 2 Flaggen hinter mir, der Video-Content-Ort wird sich ändern. Ich bin super happy, für erstmal 9 Monate nach Neuseeland und später 6 Monate nach Kanada gehen zu dürfen. Und in Neuseeland werde ich mich vor allem in Queenstown aufhalten, also im absoluten Freeride-Paradies. Und in Kanada bin ich dann in Whistler, man kann fast schon sagen, Mountainbike-Mekka. 2 mega coole Orte und da wird sich sehr viel verändern. Aber was heißt das Ganze für euch? In erster Linie heißt es natürlich erstmal, wahrscheinlich wird sich die Video-Content-Sprache eher in Richtung Englisch bewegen. Auf der anderen Seite heißt es auch, dass sehr viel mehr oder ganz anderer Content kommen wird. Ich habe die Zeit jetzt schon genutzt, um sehr viel vorzubereiten. Es wird sehr viel neue Art von Content kommen mit einer neuen Idee und da freue ich mich riesig, den euch in diesen 2 Ländern dann präsentieren zu dürfen. Ja, ein absoluter Traum von mir, mal in diesen Ländern biken zu dürfen und ich glaube, jeder, der ein bisschen was mit Fahrrädern am Hut hat, kann das gut nachvollziehen. Es wird auch heißen, dass jetzt einfach mehr Content von den absolut geilsten Trails dieser Erde kommt und ich glaube, da kann man sich richtig drauf freuen. Genau.
Und um das ganze Projekt einfach für uns alle zu einem riesigen Mehrwert zu machen, brauche ich auch eure Hilfe. Das heißt, ganz einfach, ich freue mich immer richtig über Feedback, wenn ihr meine Videos schaut, wenn ihr interagiert, wenn ihr mir eure Gedanken und Ideen teilt vor allem. Also wenn ihr Ideen habt, gerne mit mir teilen, Feedback. Da freue ich mich immer sehr viel drüber und damit könnt ihr mir unglaublich viel helfen, einfach in die Interaktion gehen und dann können wir aus dem ganzen Projekt einen riesigen Mehrwert für uns alle kreieren. Ja, und ich würde sagen, lasst uns einfach gemeinsam mit diesem Projekt die Magie des Sports einfach mit jedem teilen und zusammen den Sport und das ganze Projekt zu was ganz, ganz Besonderem machen und sehr viel Mehrwert für uns alle kreieren. Also, let's go! Genau, was kommt denn konkret auf euch zu? Ich nehme nämlich nicht nur Deadbike mit, sondern auch noch mein Tribike. Das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da kommt ihr dann schon wieder ins Spiel. Lasst mich einfach gerne wissen, was ihr für Ideen habt. Teilt die mit mir, gebt mir irgendwie Feedback, dann können wir da was richtig Cooles auf die Beine stellen gemeinsam. Ich glaube, das ganze Projekt, gerade mit den legendären Strecken, so wie dem Dream Track oder der A-Line, da ist natürlich das Ziel, vor allem den Dream Track vielleicht mal fahren zu können. Da nehme ich euch dann einfach mit auf die Reise dorthin. Dann habe ich schon ein paar Projekte geplant und eine ganz neue Art von Content und da bin ich super stolz, euch den bald zeigen zu dürfen. Das heißt, das kommt alles auf euch zu. Lasst uns das ganze Projekt als Weg zum Profi oder als Weg zu einer sehr professionellen Einstellung in der professionellen Bike-Szene einfach machen und gemeinsam dort den Weg hinfinden, dass wir da einen Mehrwert kreieren für alle. Und ich freue mich richtig.